Wir haben in der bisherigen Diskussion immer so zwei Punkte gesprochen, die eigentlich auf das gleiche Ziel hinausführen, nämlich dass wir den EU-Haushalt erweitern müssen. Dieses Ziel sollte eigentlich entweder dadurch erfüllt werden, dass wir die Eigenmittel deutlich stärken oder eben, das wurde eben auch angeklungen, dass wir dazu übergehen, eben die Beiträge der Mitgliedstaaten zu erhöhen. Und ich frage einfach mal die Umkehrfrage, welche Möglichkeiten sehen Sie denn, dass wir endlich mal Sparpotenziale im EU-Haushalt aufdecken? Nämlich dieses Geld, von dem wir immer sprechen, das ist nichts, was aus dem Nirgendwo geholt wird, sondern das stellt eben auch eine Belastung der Nationalstaaten und auch der Bürger dieser Europäischen Union dar. Und insofern werden wir als ESN-Fraktion uns dagegen wehren, sowohl die Eigenmittel anzugehen, als auch die Beiträge für die Mitgliedstaaten noch in einem deutlichen Maße zu erhöhen. Das vorangestellt. Als zweiten Punkt, das wurde gerade von den Patriots kurz angesprochen, es gab ja eine lebhafte Diskussion zu Umwelt-NGOs und dazu haben Sie sich auch geäußert und ich finde es sehr gut, Herr Serafin, ich möchte Sie da sehr zu begrüßen. Ich zitiere Sie mal. Sie haben gesagt, es sei unangemessen, dass einige Dienste der Kommission NGOs dazu verpflichten, gezielt Mitglieder des Europäischen Parlaments zu beeinflussen. Also insofern haben wir hier ein eklatantes Fehlverhalten und die Frage ist, wie wir jetzt damit umgehen. Und insofern möchte ich Ihnen ganz konkret die Frage stellen, aus welchen Gründen sah die EU-Kommission im November 2024 sich veranlasst, in einem Schreiben an sogenannte NGOs heranzutreten, um darauf hinzuweisen, dass die NGOs mit EU-Fördermitteln eben kein politisches Lobbying betreiben sollen. Zweite Frage, aus welchen Gründen erhalten Umwelt-NGOs aus dem LIFE-Programm der Kommission jährliche sogenannte Betriebskostenzuschüsse in Höhe von 15,5 Millionen Euro? Und da haben wir direkt ein Einsparpotenzial. Könnten wir vielleicht solche Kosten nicht einfach streichen? Dritte Frage, hat die EU-Kommission personelle Konsequenzen in den betroffenen Dienststellen gezogen? Und wenn ja, welche? Und vierte Frage, plant die EU-Kommission Maßnahmen, dass sogenannte Klima-NGOs zukünftig kein von Steuergeld finanziertes grünes Lobbying mehr betreiben können? Vielen Dank.